euch das Ding an. Brutal. Absolut brutal. Oh, ist das ein fettes Teil. Halleluja. Aber wir gehen rein in Erdbeere, ins Bueno. So Leute, damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und einem neuen Food-Video, denn wir befinden uns in Frankfurt im Rahmen der Reise, wo wir zuerst in Offenbach waren. Das Video ist natürlich auch schon online. Hoffentlich habt ihr das Ganze gesehen. Reisen wir jetzt noch den Tag über weiter bei schönem Wetter, 20 Grad in Frankfurt und suchen die wohl aktuell gehyptesten und bekanntesten und möglicherweise verstecktesten Foodspots in Frankfurt. Mindestens 2, vielleicht sogar 3, 4 werden wir heute aufsuchen und testen, mal schauen, wie groß uns das Wetter werden lässt. Ich habe zudem noch kleine Nackenschmerzen, deswegen, wenn ich manchmal komisch bewege, liegt es ein bisschen daran. Aber kommen wir zu dem, weshalb wir hier sind. Wir sind bei Philly Sandwich & Co. Das Ganze hat erst vor ein paar Tagen, Wochen eröffnet. Und das Schöne ist hier, ihr seht ja so die Insights, die Location. Halleluja, wir sind mitten auf der Kaiserstraße in Frankfurt, die bekannteste Straße, was jetzt so die ganzen Läden und alles angeht. Neuer Goldies Laden hat schon hier aufgemacht, jetzt vor kurzem, vor wirklich 2 Tagen. Der zweite Laden hier in Frankfurt. Und Philly Sandwich & Co. hat sich mittlerweile einen Namen gemacht, ist bekannt für Cookies, aber auch die geilsten Sandwiches wohl aktuell in Frankfurt. Das testen wir natürlich und schauen danach weiter, wo uns der nächste Foodspot erwartet. Deswegen, es wird ein geiles Video, glaube ich. Mal schauen, was überzeugt, was vielleicht nicht. Und deswegen fangen wir an bei Philly Sandwich & Co. und schauen, ob der Hype gerechtfertigt ist oder nicht. So Leute, was soll ich euch sagen, ne? Wir sind endlich am Platz und ich sag euch ehrlich, was gibt's denn Geileres, ne? Als jetzt hier zu sitzen bei 20 Grad im T-Shirt, nach 9 Pizzen gestern und was weiß ich, also ist ja jetzt auch egal, aber schaut euch das an. Also ich habe schon bei der Vorbereitung gesehen, ne? Ich zeige euch mal so ein paar Insights, wie das Ganze vorbereitet wurde noch, wie die Sandwiches gemacht wurden. Also ich sag mal so, es ist sehr aufwendig, ne? Man muss, ich sag mal, gerade wenn man, ich sag mal, den Andrang in Zukunft vielleicht nochmal erhöht, ne? Wenn man nochmal einen anderen Laden hat, dann natürlich so das Ganze automatisieren, aber ich glaube, diese Handarbeit, ne, also so wie es gemacht wurde, so schön das Ei, schön das Bun mit schön Butter, ne, sind tatsächlich Brioche, also keine Potato Buns, sondern Brioche und dementsprechend natürlich auch 100% Halal. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich sag mal jetzt so ein Putenbacon mit dabei, Avocado, hier jetzt das Rührei, hier haben wir tatsächlich jetzt nochmal so eine Spiegelei-Variante, also auch das gibt's mit dazu und da tatsächlich ist das Ganze hier auch bekannt für einen Cookie, haben jetzt hier Chocolate Chip Walnut ist der Bestseller, ne? Aber ich würde sagen, bevor das Ganze zu kalt wird, wobei bei dem Wetter kann das schon gar nicht kalt werden, testen wir das Ganze, Philly Sandwich & Co. und schauen, ob uns das Ganze auch so schmeckt, wie es aussieht. Oh Leute, Halleluja, schaut euch das Ding an, brutal. Absolut brutal. Das Brötchen fühlt sich, die Avocado fällt schon raus, das Brötchen fühlt sich unnormal weich an, ist tatsächlich dann nochmal schön gebraten worden, ne, oben drauf mit schön Butter auf dem Grill. Auch mit dem Ei, ne? Also ich glaube, das könnte genau meins sein. Ich glaube, ich werde im 7. Himmel jetzt landen, weil es kein klassischer Burger ist, ne? Sondern wirklich auch als Sandwich halt betitelt, benannt. Aber halt so mit dem Ei und mit dem, jetzt hier mit Bacon, ne? Petersilie oben ein bisschen drüber, der Avocado. Ich glaube, das könnte ein absolutes Brett werden, ne? Rein da. Leute, Halleluja, was ein Brett. Also es ist wirklich so, wie ich sag mal gehofft und auch ich sag mal auf Social Media gesehen habe, ne? Es ist so ein Brett. Tatsächlich ist hier noch eine Mayo Sriracha Soße mit drauf. Also man macht quasi Sriracha und die Mayo dann selber. Also nicht selber die Mayo und Sriracha, sondern kombiniert das Ganze und macht das dann selber. Und dementsprechend ist das auch noch hier drauf. Ist aber nicht scharf, muss ich wirklich sagen, obwohl ich schon gut scharf essen kann. Aber das mit dem Rührei, ne? Also es ist jetzt auch gerade für den Anfang das Beste, was jetzt einfach hier passieren kann. Und ich sage euch jetzt schon, also auch wenn man hier so sitzt im Sommer, ne? Ich kann mir vorstellen, der Laden bricht auseinander. Kein Wunder, dass man einen neuen Laden sucht. Also der erste hier mit dem Bacon und dem Rührei, Avocado, Sriracha Mayo, bombastisch. Ich würde sagen, dann holen wir unseren zweiten mal raus. Derzeit ist damit Rührei und Sausage, ne? Also Wurst ist eine Rindswurst, weil gesagt 100% Halal dazu. Auch mit der klassischen, ne, Mayo, Sriracha mit dabei. Ansonsten, ja, wie gesagt, der Unterschied hier einfach, oh, Käse. Wurde tatsächlich auch noch oben drüber gemacht. Ne? Also der Käse wurde nochmal auf den Grill gelegt, dass er, ich sag mal, so schön weich einzieht dazu. Ne? Und dementsprechend, ja, bin ich mal gespannt, wie die Variante jetzt schmeckt. Rein geht's.
Also ich sag mal so, wer es ein bisschen deftiger mag, ne, der fährt definitiv, ich sag mal, mit der Variante besser. Weil es natürlich, ich sag mal, die Rindswurst ist und ihr seht es auch hier, der Käse natürlich mit zerläuft. Ist natürlich dann wirklich, ich sag mal, deftiger. Ne? Im Gegensatz jetzt zu dem Avocado und dem Rührei, muss man tatsächlich sagen, aber auch der Käse, ne, wie er zerläuft, es passt halt perfekt mir so mit dem Spiegelei und das Eigelb. Ich sag mal, zerläuft dann nochmal so der Unterschied zwischen dem Rührei. Auch das, ne, bombastisch. Also, wir haben jetzt gerade noch einen selbstgemachten Eistee, Orangensaft, Eistee, vergesst das. Normalerweise gibt es hier selbstgemachten Eistee, der ist aber schon leer und das um, sag mal, 1 Uhr. Ist ja nicht schlimm, aber ein selbstgepresster Orangensaft, auch den gibt's hier, ne. Also es ist tatsächlich, ich sag mal, wirklich so eine Art, ja, Brunch, Frühstücks-Hotspot, ne? Dass man aber auch gleichzeitig wie jetzt hier, ich sag mal, mit einer Wurst und so auch, ich sag mal, deftig genießen kann. Also ich bin geflasht von dem Spot, ne? Wir nehmen jetzt mal den selbstgepressten O-Saft. Oh, tut das gut. Halleluja. Oh, geil. Ich fühle mich hier wohl. Ich glaube, ich könnte jetzt hier Stunden sitzen, ne? Aber wir kommen jetzt noch zum Highlight. Und das ist tatsächlich der Cookie hier. Der Bestseller, wie gesagt, Schokochip. Oh, Walnuss, schaut mal hier. Der wird dann auch noch mal am Ende, oh, schaut mal hier, wie die Schoko, seht ihr das? Wie die Schoko zerläuft. Der wird am Ende noch mal, ich sag mal, so ein bisschen auf den warmen Grill, nicht auf den Grill direkt, aber an eine warme Stelle gelegt, damit genau das passiert. Ich sag mal, dass der Cookie ein bisschen warm ist und die Schoko zerläuft. Rein da. Der einzige Nachteil ist tatsächlich, dass, ich sag mal, der ganze Cookie zerfällt dadurch. Er ist mal gerade komplett aus der Hand gefallen und zerfallen so. Aber es schmeckt bombastisch. Also, ich bin geflasht, man sollte sich komplett ist Wahnsinn, aber ich lasse mir jetzt hier nochmal richtig gut gehen und würde sagen, Station Nummer 1, Philly Sandwich & Co. Daumen hoch dafür schon mal, absoluter Wahnsinn. Ach ja, Leute, das Leben ist schon geil, ne? Ich würde sagen, O-Saft, den nehme ich jetzt noch mit bei dem Wetter und dann geht's auch schon zum nächsten Spot. Auch die Schmerzmittel, die scheinen tatsächlich zu wirken. Mein Nacken geht's auch tatsächlich ein bisschen besser, kann aber vielleicht jetzt auch aufgrund des guten Essens liegen. Also, weiter geht's. Ich würde sagen, Philly Sandwich & Co. habe ich vorhin bereits schon erwähnt. Absolute Empfehlung. Ich hoffe, die expandieren ein bisschen, Automatismus ein bisschen rein, wobei die gesagt haben, am Wochenende kriegen die das schon ganz gut hin. Aber ich denke mal, wenn es auch wirklich nochmal richtig groß wird, dann wird man sich da das eine oder andere noch überlegen und anpassen. Aber vom Geschmack her, Bombe. Also, erster Spot, weiter geht's zum nächsten. So Leute, Station Nummer 2 und dabei sind wir bei Buns & Bros, direkt an der Konstablerwache in Frankfurt und ihr seht es auch hier, ne? Bei dem Wetter ist hier in dieser, ich sag mal, Einkaufsgasse so viel los, noch mal mehr als gerade, ne? Warum sind wir hier? Ganz einfach, es sollen wirklich die besten Burger Frankfurts sein. Fast 1000 Google-Bewertungen, 4,9 und ihr seht das Außergewöhnliche. Man hat halt quasi, ich sag mal, so eine Art Food-Truck-Stand, ne, mit so einer Art kleinen Winter-Sommergarten, ne, so eine kleine schöne Terrasse, wo man drin sitzen kann. Ich will schon fast sagen, so eine Art Streetfood-Charakter. Das soll das Ganze außergewöhnlich machen. Ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Ich habe nur Gutes gelesen davon gehört. Wie gesagt, es sollen, wenn wahrscheinlich neben, gut, Goldies gibt es jetzt zweimal, aber ich sag mal, die besten Burger in Frankfurt sein. Das finden wir jetzt heraus. Wir wurden ja vorhin schon echt überrascht, was uns echt umgehauen hat. Und dann schauen wir mal, ob hier Buns & Bros, Taste the Difference, wie es heißt, auch uns überzeugen kann. Aber ich denke, auch das wird schmecken. Wir schauen uns das an. Los geht's rein zu Buns & Bros. Leute, ich glaube, es könnte wirklich das nächste Highlight sein, ne? Also die Einblicke, es ist absoluter Wahnsinn, ne? Ich habe mir tatsächlich mal abfotografiert, welche zwei wir jetzt hier haben. Und zum einen haben wir jetzt hier auf der rechten Seite, das ist der sogenannte Bros Bacon Cheese. Der beinhaltet natürlich ein Beef Patty, ne? Klassisch gesmashed worden und dementsprechend dann noch eine Mittelalter Gouda, Irish Cheddar, also ne, zweimal Käse mit dabei, rote Zwiebeln, Jalapenos, karamellisierte Zwiebeln sind tatsächlich auf beiden aber mit drauf, Beef Bacon Yuppie Soße, Ketchup und Senf. Und dann kommen wir zu unserem Brecher. Das ist nämlich der sogenannte Bros Exclusive. Der beinhaltet hier ganz klassisch auch Beef Patty, nur dreimal dementsprechend. Irish Cheddar, rote Zwiebeln, Tomaten, Rucola so mit drauf, Jalapenos, natürlich auch hier Röstzwiebeln, die wir hier so richtig schön sehen. Karamellisierte Zwiebeln, Beef Bacon und Grilled Onion Bros Spicy Soße, also eine sogenannte Signature Soße. Wurde mir gesagt, ist mit so ein bisschen Senf und Mayo zusammen
haben Sriracha-Soße auch noch mit dabei. Leute, es sieht brachial aus, ne? Also ich kann den Hype Stand jetzt wie vom Aussehen her schon mal verstehen. Jetzt wird es auch Zeit, die Buns & Bros Burger zu testen. Würde sagen, muss ein bisschen natürlich jetzt drehen, fangen, ich würde sagen, jetzt hier mit unserem Bacon an. Holen uns das Ganze mal raus. Ist tatsächlich Brioche, ne? Muss man auch sagen. Sesam ist eigentlich nicht so meins, aber es fühlt sich schon sehr, sehr weich an. Rein geht's in den ersten Burger. Geil. Was man sehr, sehr schmeckt sofort, ne, habe ich ganz vergessen zu sagen, glaube ich, außer ich habe es vorgelesen, ist die Yuppie-Soße. Ne? Die tüncht natürlich vom Geschmack her hier alles drauf, muss man tatsächlich sagen. Also die hat einen sehr, sehr kräftigen Geschmack, aber vom Brot, vom Fleisch, die karamellisierten Zwiebeln und auch, ich sag mal, den Bacon, den man dazu schmeckt, der ist gar nicht zu krass vom Geschmack her, muss ich tatsächlich sagen. Aber die Yuppie-Soße und das Brötchen, der kann schon was, der ist geil. Auch hier sommen wir uns wieder richtig, richtig schön ein. Ach, wie soll es auch anders sein bei Burgern, ne? Muss so sein. Und jetzt, Leute, man kann ihn nicht oft genug zeigen. Kommen wir zu unserem Bros Exclusive. Schaut euch mal an, was das für ein Brett ist, ne? Wenn man den in die Hand nimmt. Oh, ist das ein fettes Teil. Halleluja, schaut es euch an. Also das ist ein Ding, ne? Das muss man schon sagen. Oh, also, ich weiß gar nicht, wo man da reinbeißen soll, ne? Halleluja. Ist das ein Brett. Also was krass rausschmeckt, es ist genau mein Burger, die Jalapenos mit dem Käse. Also ihr könnt euch wirklich so einen richtig geilen Chili Cheeseburger so ungefähr vorstellen, nur doppelt und dreifach geil. Die karamellisierten Zwiebeln haben natürlich auch einen Geschmack, aber das Fleischerlebnis mit dem Käse, mit jetzt hier wirklich den Jalapenos, das ist ein absolutes Wahnsinn. Also das ist ein Burger, muss ich wirklich sagen, habe ich in der Art und Weise selten gegessen und ich glaube genauso. Wer also ein richtig absolutes Monster, muss man schon fast sagen, an Burger gleichzeitig mit unnormal geilen Geschmack essen will, der ist damit richtig. Also das ist ein absolutes Brett. Also selten so einen geilen Burger gegessen, ohne Witz. Klar, gibt's nichts, saugt man sich natürlich auch wieder ein, aber man sieht auch so richtig, wie saftet und so, ne? Also absolutes Brett, der haut mich komplett um. Das ist genau meins, auch mit dem, ich sag mal, Triple Patty so ungefähr, ne? Und dann dementsprechend mit den karamellisierten Zwiebeln, den Jalapenos, auch die roten Zwiebeln mit dabei, Röstzwiebeln. Die müssen meiner Meinung nach schon fast gar nicht hier drauf sein. Kann man mitmachen, muss nicht, weil sie vom Geschmack her gar nicht so krass überwiegen. Aber ansonsten die Spezialsoße auch, ne? Also absolutes Brett. Unnormal krasser Burger. Selten so gut gegessen. So, ihr seht, es ist komplett eingesaut. Ich werde mich definitiv hier jetzt nochmal ein bisschen rumfuttern. Und dann kommen wir natürlich auch hier gleich zum kleinen Abschlussfeedback. Ach Leute, das Leben ist schon geil, ne? Muss man schon sagen. Also, was für geile Burger. Also, es hat mich unnormal umgehauen. Jetzt eine richtig schöne Cola Zero eiskalt. Das tut jetzt richtig gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch hier natürlich zu einem kleinen Abschlussfeedback. Buns & Bros. Also Halleluja. Wo kommt dieser Laden bitte her? Gibt es jetzt seit ca. 1,5 Jahren. Und wenn ihr in Frankfurt seid, ich sag mal, Bock auf geile Burger habt, vielleicht schon mal bei Goldies gewesen seid, dann kommt hier hin. Überzeugt euch selbst, der Exclusive hat mich absolut umgehauen. Was ich erwähnen muss, der einzelne Burger kostet 12 Euro. Mit einem Patty. Pro Patty kostet 3 Euro mehr. Das heißt, ne, da muss man jetzt dementsprechend das raufrechnen. Dann wären wir jetzt so bei ja, wirklich 18 Euro. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ich sag mal, euch jetzt so ein Patty gereicht hätte. Tatsächlich wurde mir gerade gesagt, die meisten bestellen dann 2, weil 1 dann doch zu wenig ist. Dann wären wir bei 15. Könnt ihr ja mal gerne schreiben. Ihr habt das Brett gesehen. Jetzt mit einem weniger, denke ich mal, kommt man auch gut klar. Würdet ihr das, ich sag mal, bezahlen oder nicht? Und vielleicht auch, würdet ihr jetzt die Sandwich-Variante vielleicht eher, ich sag mal, favorisieren oder doch letztendlich den Burger? Ich würde mich schwer tun. Ich würde tatsächlich sagen, mit dem Start war es natürlich perfekt für das Sandwich. Aber über einen Burger geht nichts so ungefähr. Ne? Also ich tue mich da gerade schwer, weil man es auch nicht vergleichen kann. Es war beides geil. Also bisher haben mich beide Foodspots komplett umgehauen. Ich versuche immer, ich sag mal, schön was rauszufinden, was, ich sag mal, einzigartig ist, vielleicht noch nicht überall jeder hatte. Oder ich sag mal, wenn auch gehypte Foodspots wirklich abzuchecken, um mich selber davon zu überzeugen und euch auch noch zu präsentieren. Aber beide jetzt, ich sag mal, von jetzt gerade Sandwich bis jetzt hier, die Burger absolut geil. Mein Zug geht jetzt, ich sag mal, in knapp 2 Stunden. Wenn ich es schaffe,
dann werde ich definitiv noch einen Foodspot mitnehmen. Ich sollte mal hinbekommen, wenn wir uns ein bisschen beeilen. Ich habe noch so ein, zwei auf der Liste, die definitiv, glaube ich, noch einen Besuch wert sind. Aber Stand jetzt Buns & Bros. Absolutes Brett, was Burger angeht. Ich freue mich, dass wir das Ganze hier gemacht haben. Die Frankfurt-Tour geht weiter. Hoffentlich nehmen wir noch einen Spot mit. Ansonsten, ja, sehen wir uns jetzt gleich noch mit dem Foodspot oder mit dem Abschlussfeedback. Aber ich bin optimistisch, dass wir noch was finden. Ich trinke kurz die Cola Zero leer und machen wir uns auf den Weg. So Leute, wir haben es doch noch geschafft, Foodspot Nummer 3 abzuchecken, und zwar in Frankfurt auf der bekannten Straße, wo auch der Sensor Kahn ist, gibt es das sogenannte Schmasen, Deutschlands erstes Kaiserschmarrn-Café. Kein Scheiß, aber was ich so ein bisschen, ich sag mal, gerade bereue, ist tatsächlich, dass hier die sogenannte Korrekt Indoor Street Food Halle es hier gibt, wo insgesamt, ich glaube, es sind 6 Streetfood-Plätze, das ganze Buns Burger, Jungbulle, von denen habe ich tatsächlich auch was noch gelesen. Ich wusste aber nicht, dass das, ich sag mal, so eine richtig geile Streetfood-Halle ist. Ich glaube, deswegen werden wir definitiv nochmal hierhin zurückkommen, wenn wir das nächste Mal in Frankfurt sind und tatsächlich diese Korrekt Indoor Streetfood-Halle komplett abchecken. Also ich glaube, es sind 6 Läden. Dazu gibt's auch noch Wraps. Genau, gibt's auch noch Wraps, ne? Aber wie gesagt, Schmasen ist auch noch da drin. Das werden wir definitiv jetzt nochmal mitnehmen und testen, weil es, ich glaube, jetzt auch nochmal so ein süßer Abschluss ist. Und deswegen würde ich sagen, der Zug, der kommt bald. Deswegen schauen wir uns an, was Schmasen so zu bieten hat, wie die Kaiserschmarrn in Deutschland schmecken und ja, was Deutschlands erstes Kaiserschmarrn-Café zu bieten hat. Es hat sich definitiv gelohnt, noch den dritten Foodspot abzuchecken. Leute, Halleluja, ne? Kaiserschmarrn, ich muss sagen, ich bin ja sowieso von dem Teig her Pfannkuchenliebhaber und so. Und natürlich auch Kaiserschmarrn, obwohl ich ihn sehr selten esse, ne? Weil es einfach bei uns jetzt gar nicht so, ich sag mal, gang und gäbe ist. Aber umso mehr freut es mich, dass wir das Ganze hier bei Schmasen nochmal abchecken können. Und ich glaube, das wird ein richtig geiler runder Abschluss. Wir haben 4 verschiedene Kaiserschmarrn mit die Bestseller und ich sag mal, die wirklich gut ankommen. Ich würde sagen, wir fangen von rechts nach links an. Hier tatsächlich Lotus, ne, kommt aktuell ja sowieso überall gut an, egal wo es ist, ne, mit ein bisschen Heidelbeeren oben drüber, Squid, was ich sag mal zerdrückt wurde, und dann oben drüber 2 Lotuskekse, wie gesagt, die dann auch noch hier mit dabei sind, und tatsächlich, ich sag mal, der Kaiserschmarrn, ne. Karamellisiert wird das Ganze sogar noch selbst, ne, also der Prozess, beziehungsweise habe ich euch ja vorhin so ein bisschen gezeigt, beziehungsweise zeige ich euch jetzt noch einfach mal, es wird frisch gemacht, der Teig mehrmals täglich, weil so viel über die Ladentheke geht, dann karamellisiert selber und dementsprechend jetzt noch so schön mit Heidelbeeren, Blaubeeren oben drüber. Richtig geil, ne? Dann haben wir hier, ich sag mal, den Bueno. Das soll der mit Abstand beste sein, was hier, ich sag mal, verkauft wird. Mit einer Schokosoße, wo das Ganze gleich noch so schön reingetunkt wird, ne? Erdbeeren mit oben drüber und Kokos bzw. so schöne Raspeln. Puderzucker ist bei allen mit, ne? Und wie gesagt, schön Kinder Bueno, ne? Erdbeeren. Ach, fängt ja jetzt sowieso demnächst für die Erdbeerenzeit an, umso besser dürfte es dann schmecken. Hier Kirsche mit Vanille, die werden wir gleich schön so ein bisschen oben drüber machen, ne? Schön, wie gesagt, Kirschen mit dabei, und dann natürlich, was darf auch nicht fehlen aufgrund des Trends, Dubai. Hier tatsächlich mit Vanilleeis und Kinderriegel noch mit dazu. Das ist so, sag ich, der Klassiker. Ne, man hat eine Pistaziencreme oben drüber gemacht und dann nochmal eine eigene Pistazien-Dubai-Chocolate-Creme sozusagen. Und dann, ihr seht hier, bevor das Ganze jetzt, ich sag mal, das Eis sich auflöst, weil der Kaiserschmarrn natürlich auch noch warm ist, würde ich sagen, testen wir das Ganze jetzt. So, man hat quasi Gabeln, die wir mit zubekommen. Ich würde sagen, auch gerade wie wir es vorher einfach erklärt haben, so testen wir jetzt auch die Seite. Ich würde sagen, fangen hier mit Lotus an. Ne, nehmen uns direkt das Ding komplett hier mit einer schönen Blaubeere. Ne, schön hier so ein bisschen, ich sag mal noch so hier schön ein bisschen Lotus dazu, die Creme dabei. Und dann würde ich sagen, rein in den ersten. Also der Kaiserschmarrn ist schon geil, und was wirklich, ich sag mal, dazu passt, ne, weil einfach dieser Geschmack dazu, ne, von dem, ich sag mal, Lotus, richtig geil mit, ich sag mal, also es ist wirklich lecker. Das gibt's nichts, ne? Also es ist jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Weil es ist letztendlich Kaiserschmarrn, aber vom Teig her schmeckt's richtig gut, super fluffig, und ich sag mal jetzt hier auch die Lotus-Variante wäre definitiv eine, für die ich mich auch so wahrscheinlich entschieden hätte, wenn ich mich, ich sag mal, hier gibt so viel Auswahl, aber
die mir definitiv zugesprochen hätte. Deswegen Nummer 1 Lotus kann definitiv was. Also ich freue mich, wir machen weiter. Kommen wir zu Nummer 2 und damit sind wir beim Bestseller. Natürlich Bueno. Wir haben hier eine Schokosoße oben drüber, die kann man wahlweise mit dazu nehmen. Und ich sag mal, was sehr Social Media viral abgeht, ist natürlich, wenn man das Ganze hier schön mit einer Erdbeere aufnimmt und dann so richtig reinzuckt. Ne? Dadurch hat man natürlich, ich sag mal noch mal so eine schöne Schoko-Erdbeere mit dabei und dann mit dem Bueno, ne? Dass man, ich sag mal, wahlweise jetzt noch mit dazu snacken könnte. Aber wir gehen rein in Erdbeere, ins Bueno. Wisst ihr, was es ist? Es ist Nutella. Also es schmeckt für mich 1:1 wie Nutella, tatsächlich. Diese Haselnusscreme, also es würde mich wirklich stark wundern, wenn es kein Nutella ist, weil es schmeckt meiner Meinung nach 1:1. Ansonsten hat man den Geschmack getroffen, keine Ahnung, Halleluja. Also ich kann verstehen, warum es der Bestseller ist. Es ist absolut, es ist so, ich sag mal, ein Highlight dazu. Ne? Mir wurde gesagt, Freitag, Samstag hier, man hat mittlerweile bis 0 Uhr auf. Bis 0 Uhr, das muss man sich mal überlegen, weil man sonst nicht mehr hinterher kam, die ganzen Bestellungen abends zu machen und die Leute kommen von überall her. Ich würde sagen, machen weiter mit Nummer 3 und damit sind wir bei Kirsche angekommen und damit mit einer Vanillesoße und da wurde eins gesagt, was man machen muss. Und das ist das hier. Oh, schaut es euch an, ne? Wie geil. Die Vanillesoße oben drüber, ne? Kann man machen, muss man nicht. Auch könnte man natürlich eintumpfen. Hier machen wir es auf Empfehlung. Und dann würde ich sagen, probieren wir. Das könnte tatsächlich, ich sag mal, dadurch, dass es fruchtig ist, natürlich jetzt immer ein ganz anderer Geschmack sein. Nehmen uns auch hier einen schönen Kaiserschmarrn und dann dazu eine Kirsche mit der Vanillesoße. Probieren das mal. Kein Scheiß, Leute, ne? Es ist ein kompletter Unterschied zu den anderen beiden, ne? Die sind natürlich sehr mächtig durch, ich sag mal, diese Cremes und der wirkt so richtig erfrischend. Also, ich sag mal, wer gerne Pfannkuchen, Kaiserschmarrn mit einer schönen, fruchtigen Variante isst, ne? Und sowieso Fruchtfan ist, für den dürfte das Anlaufstation Nummer 1 sein. Weil diese, ich sag mal, auch Vanillecreme, Vanillesoße, die mit oben drüber kommt, schmeckt himmlisch. Gibt's nichts, ne? Und dann kommen wir zu guter Schluss zum Trendsetter. Dubai, ne? Hier ist es tatsächlich Kinderriegel mit dazu. Wie gesagt, auch das dürfte wahrscheinlich das mächtigste sein, ne? Weil es die Pistaziencreme ist, ne? Die Dubai-Creme, die noch mit dazu kommt. Eine Schokocreme ist oben drüber, Kinderriegel und das Eis. Halleluja. Also ich weiß gar nicht, was so ein Ding an Kalorien hat. Also man könnte schon, wenn ich jetzt spekulieren würde, ich würde schon fast so um die 800 bis 1000 gehen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr denkt. Aber aufgrund der Portion vom Kaiserschmarrn, das Eis jetzt hier bei dem mit dem Kinderriegel und ich sag mal allem drum und dran, also das ist schon ein Cheat-Day-Ding. Ne? Aber hier machen wir es jetzt so, wir nehmen uns mal von allem etwas, was Eis, was Pistaziencreme, was von der Schokosoße und natürlich ein Kaiserschmarrn. Und hier haben wir jetzt alles drauf und da gehen wir rein. Vom Geschmack her, ne, sage ich euch ehrlich, ist das bisher mein Favorite, sogar noch mehr als, ich sag mal, Bueno, weil diese Komponente, ich liebe das einfach, wenn man so viel, ich sag mal, zusammenmischt, ne? Und ich sag mal, durch die Dubai-Creme und das Engelshaar hat es natürlich diesen krassen Crunch-Effekt, der noch mit so dazu kommt, ne? Vanilleeis oben drüber, dann Kinderriegel. Also ich muss sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es definitiv jetzt aktuell die Dubai-Variante, weil da stimmt für mich gerade so alles, ne? Weil das so viele Komponenten sind, die mit so dabei sind, auch noch die Schokocreme dazu. Also Halleluja, ist ein Brett, aber so, genauso mächtig fühlt es sich an. Ne? Ich meine, wir haben schon gut was gegessen heute. Aber das ist jetzt, ich sag mal, so ein richtig süßer Abschluss, wenn ich überlege, Sandwiches, Burger und jetzt nochmal Kaiserschmarrn und gestern schon 9 Pizzen. Also Halleluja, das kann sich ordentlich sehen lassen und dementsprechend hier, ich sag mal, bei der schönen Atmosphäre, auch hier wieder bei schönem Wetter und man kann sich hier tatsächlich auch draußen hinsetzen, drin wäre auch noch die Möglichkeit gewesen, aber bei dem Wetter sitzen wir hier draußen und dann geht's weiter mit einer Runde Kaiserschmarrn und dann reicht's auch für heute. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Wir mussten uns dann doch ein bisschen mehr beeilen, weil ihr seht, den Zug haben wir bekommen. Das heißt, es war ein perfekter Food-Tour-Spot in Frankfurt. Angefangen von Philly bis hin zu Buns & Bros. Und jetzt mit dem Abschluss von Schmarsen in unseren Kaiserschmarrn. Netterweise haben sie uns das Ganze eingepackt, weil wie gesagt, erstens habe ich die nicht mehr am Ende alle geschafft und zweitens musste ich dann doch was los. Wie gesagt, habe jetzt hier noch alle 4 groß noch ein bisschen mit eingepackt. Den einen oder anderen konnte ich noch snacken. Aber jetzt hier, ich sag mal, bei 1,5 Stunden Zugfahrt werde ich mir definitiv jetzt nochmal den Dubai, mein Favorite, gönnen. Das Vanilleeis ist schön zerlaufen. Das heißt, das wird jetzt so richtig geil nochmal zusammenschmecken. Und bei den anderen 3 weiß ich, wer sich da noch gleich freut. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen hat. Ne? Seid ihr jetzt mal das Philly Sandwich Steak, also nicht Sandwich Steak, aber ne, vom Sandwich her der Philly-Fan gewesen, was ja wirklich mal außergewöhnlich war? Oder wäre es der geile Burger gewesen? Oder tatsächlich hier mal das erste Kaiserschmarrn-Café? Wir werden definitiv da nochmal hin zurückfahren, weil wie gesagt dieses
diese Food Court, Street Food hat definitiv Potenzial, glaube ich. Und da werden wir mal auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal in Frankfurt sind, was drüber drehen. Ansonsten war es echt top, ne? Also muss man schon sagen, von vorne bis hinten. Ich hoffe, euch hat, wie gesagt, das Ganze gefallen. Lasst gerne ein Like da. Natürlich auch gerne über ein Abo, würde ich mich freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Sei es mit Kaiserschmarrn oder mit was anderem. Vielleicht auch auf unserem Hauptkanal. Checkt das Ganze gerne ab. Natürlich auch Social Media. Und ich würde sagen, ich lasse mir bei schönem Wetter, bei einer hoffentlich pünktlichen Zufahrt, das jetzt noch mit einem einen Kaiserschmarrn gut gehen. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis dann. Liebe Grüße aus dem ICE, noch von Frankfurt. Ciao, ciao.